Vielen Dank und herzlich willkommen zu unserem Vortrag heute Abend. What we're going to be talking about is the only exposed bone in the whole body, which is our teeth. Unser Thema heute Abend handelt von dem einzigen freiliegenden Knochen des Körpers und das sind unsere Zähne. Our skin, our hair, our teeth are all an illustration of the nutritional status of the human body. Unsere Haut, unsere Haare und auch unsere Zähne sind Indikatoren dafür, wie es um unsere Gesundheit bestellt ist. And the teeth are like any other part of the human body. When given the right conditions, they can revive and restore. Und bei den Zähnen ist es nicht anders als beim Rest des Körpers. Wenn man für die richtigen Bedingungen sorgt, dann können sie neu belebt und wiederhergestellt werden. They are constantly being bathed by two fluids. Sie werden ständig umspült sozusagen von zwei Flüssigkeiten. They're being bathed by an internal fluid that comes from the blood. Eines ist eine innere Flüssigkeit, die kommt aus dem Blut. And they also are being bathed by an external fluid, which is our saliva. Und die zweite Flüssigkeit ist äußerlich und das ist unser Speichel. And a correct pH balance is essential for the health and preservation of our teeth. Und der richtige pH-Wert im Mund ist ganz wichtig dafür, dass unsere Zähne uns lange erhalten bleiben. I'd like to take you through the health of the teeth through our basic laws of health. Ich möchte Sie gerne mitnehmen auf eine Reise durch die Zahngesundheit hindurch und wir werden dabei unsere 8 elementaren Gesundheitsgesetze auch durchgehen. And we don't think of sunshine of having anything to do with our teeth. Normalerweise würden wir sagen, dass sowas wie Sonnenlicht doch überhaupt nichts mit Zahngesundheit zu tun hat, oder? And we don't think of pure air as having anything to do with our teeth. Oder auch frische Luft, was hat das schon mit Zähnen zu tun? But there are some doctors who are claiming that mouth breathing has a lot to do with teeth decay. Aber einige Ärzte haben tatsächlich festgestellt, dass die Art, wie wir atmen, eine Menge damit zu tun hat, wie gut unsere Zähne erhalten bleiben. And in Genesis 2 verse 7, Und in 1. Mose 2, Vers 7, God said he formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. da lesen wir, dass Gott den Menschen aus dem Staub geformt hat, aus dem Erdboden. Dann hat er den Lebensodem durch die Nase ihm eingeblasen. Early in the Bible, an illustration to show us where we should be breathing. Also schon ganz am Anfang der Bibel haben wir ein Beispiel dafür, wie wir atmen sollten. Which is in and out through our nostrils. Nämlich ein- und ausatmen durch unsere Nase. That's what they're designed to do. Dafür sind sie nämlich da. They're designed to purify the air, warm the air, humidify the air. Gott hat sie so geschaffen, dass sie unsere Atemluft erwärmen und anfeuchten und reinigen. The nose is designed to pressurize the air and balance the blood gases. Die Nase ist auch dazu da, dass der richtige Luftdruck in die Lunge gelangt und dass unsere Atemgase in dem richtigen Verhältnis stehen. In fact, it almost can be likened to drinking pure spring water and compared to water out of a stagnant, old, dirty pond. Man kann das fast vergleichen damit, ob man frisches Wasser aus einer sprudelnden Quelle trinkt oder aus einem abgestandenen Pool. Yes, it is important to breathe fresh air, Ja, es ist wichtig, dass wir frische Luft atmen, but it's even more important to take it through the channels that our body was designed to take it in through. aber es ist noch wichtiger, dass wir diese Luft durch den Kanal aufnehmen, der dafür gedacht ist. So breathing that unpurified air through our mouth is not good for our teeth. Also wenn wir diese ungefilterte Luft durch unseren Mund atmen, das tut unseren Zähnen nicht gut. And the good news is that the more you do it, the better you get at it. Aber die gute Nachricht ist, je mehr man eben richtig atmet, desto besser gelingt das auch. Being mindful of keeping the mouth closed and breathing only through the nose. Also wir sollten darauf achten, dass unser Mund geschlossen bleibt und dass wir nur durch die Nase atmen. You can protect your teeth from many harmful pathogens by breathing through your nose. Und wenn wir das machen, durch die Nase atmen,
können wir unsere Zähne vor vielen Krankheitserregern schützen. And it is in that way that pure air does affect our teeth. Und in dieser Weise hat frische Luft tatsächlich einen Einfluss auf unsere Zähne. So the next law is sunshine. Das nächste Gesetz ist das Sonnenlicht. The ultraviolet rays from the sun hit a form of cholesterol just under the skin. Das ultraviolette Licht von der Sonne trifft auf eine Form von Cholesterin, die sich unterhalb der Haut befindet. Where it is converted to vitamin D. Und das wird dann umgewandelt in Vitamin D. And vitamin D is essential for the assimilation of calcium. Und Vitamin D ist ganz wichtig für die Aufnahme von Calcium. Now, earlier in the week, when we talked about the heart, we talked about the importance of cholesterol. Wir haben über die Wichtigkeit von Cholesterin schon gesprochen, früher in unseren Vorträgen, als es um das Herz ging. Notice that it's the ultraviolet rays from the sun that convert a form of cholesterol under the skin to vitamin D. Und beachten wir, es ist das Sonnenlicht, das ultraviolette Licht von der Sonne, das eben das Cholesterin in Vitamin D unter der Haut umwandelt. If cholesterol levels are too low, that is going to interfere with your vitamin D. Wenn wir also zu wenig Cholesterin haben, stört das unsere Vitamin D-Produktion. Now, calcium is called the king. Calcium nennt man auch den König. And the reason that calcium is called the king is because when calcium gets into the cell, all the other minerals piggyback on the back of calcium. Und der Grund dafür ist, dass wenn Calcium in die Zelle hineinkommt, alle anderen Mineralien die Fähigkeit haben, sich sozusagen Huckepack mit reinschleusen zu lassen. But because calcium's called the king, it's been misunderstood. Aber weil man Calcium den König genannt hat, gab es auch Missverständnisse. Because the fact is, our bones are not made of calcium. Denn Tatsache ist, dass unsere Knochen gar nicht aus Calcium bestehen. And remember, our teeth are exposed bone. Und denken wir daran, unsere Zähne sind ja auch nur Knochen, bloß freiliegende. So what are bones made of? Also woraus bestehen Knochen dann? They're made of 64 very trace minerals, 64 trace minerals, Sie bestehen aus 64 Spurenelementen and 12 main minerals, und 12 Mineralien, which is calcium, chromium, boron, nämlich Calcium, Chrom und Bor, and iron and magnesium, Eisen und Magnesium, and manganese and silica and sulfur, Mangan, Silizium, Schwefel, selenium, potassium and phosphorus, Selen, Kalium und Phosphor and zinc. und Zink. These are what bones are made of. Daraus bestehen Knochen. So it's not rocket science to determine what do bones need. Also man muss jetzt kein Genie sein, um daraus zu schließen, was Knochen brauchen. This is what bones need. Das brauchen Knochen. And where are you going to find that? Und wo finden wir die? Well, Dr. Robert Thompson, in his book The Calcium Lie, Dr. Robert Thompson in seinem Buch Die Calciumlüge, he claims that seawater is the clearest indicator of a creator God. schreibt, dass das Meerwasser der deutlichste Beweis für die Existenz eines Gottes ist. Because seawater has the exact same mineral balance and proportion as is found in the body. Denn Meerwasser besteht aus genau den Mineralien und auch in dem richtigen Mischungsverhältnis, wie der menschliche Körper sie braucht. As is found in the bones, in the blood, in all internal fluids. So wie wir sie vorfinden in den Knochen, im Blut und in allen inneren Flüssigkeiten. Now, the good news is we don't have to drink seawater, Nun, die gute Nachricht ist, wir müssen jetzt deswegen nicht Meerwasser trinken. but we can get whole salt, a Celtic salt, that is a hand-harvested sea salt. Aber wir können ein vollwertiges Salz bekommen, wie zum Beispiel das keltische Salz. Das ist ein handproduziertes Meersalz. Seawater contains 92 minerals, Dieses Salz enthält 92 Mineralien. and of those 92 minerals, 30% is sodium,
Von diesen 92 Mineralien sind 30% Natrium and 50% is chloride. und 50% ist Chlorid. And because they make up the largest amount of the salt, they're the first crystals formed. Und weil sie den größten Anteil stellen von diesem Salz, formen sie auch die ersten Kristalle. 80% of the salt that's extracted like that goes to industry. 80% der Salze, die so extrahiert werden, werden industriell gebraucht. And 20% is given for humans for food. Und 20% ist dann für den menschlichen Verbrauch. But this salt is a very harsh salt. Aber dieses, you mean the sodium chloride? Yeah. Aber dieses Speisesalz, das eben nur aus Natrium und Chlorid besteht, hat eine sehr aggressive Wirkung. And it causes an imbalance in and out of the cell that gets the blood pressure up. Es sorgt für ein Ungleichgewicht zwischen innerhalb und außerhalb der Zelle und das führt zu Bluthochdruck. Yes, it does harden the arteries. Ja, und es verhärtet auch die Arterien. But the fact is that we need salt. Aber Tatsache ist trotzdem, wir brauchen ja Salz. We're salty people. Wir sind salzige Menschen. The baby swims in utero in seawater. Im Uterus schwimmt das Ungeborene in Salzwasser. When I say seawater, I'm talking about the exact mineral balance you will find in the seawater. Und das ist genau wie Meerwasser. Denn man findet genau dieselbe Zusammensetzung der Mineralien dort wie im Meerwasser. The hand-harvested Celtic sea salt contains 82 minerals. Das handgeerntete keltische Salz enthält 92 Mineralien. So that's very close to seawater. Und deswegen ist es sehr dicht dran an dem Meerwasser. And that salt contains all of these minerals in the perfect proportion. Also 82 Mineralien von den 92 kommen davor und das ist sehr dicht dran und genau in der richtigen Proportion, wie wir es brauchen. So it is a more expensive salt, but it has all the minerals that we need. Das Salz ist teurer, aber es hat dafür alle Mineralien, die wir brauchen. Where you will also find minerals in this proportion and in this balance Wo diese Mineralien auch vorkommen, is und zwar in der richtigen Relation, green leafy vegetables. ist in grünblättrigem Gemüse. So this is where you'll get most of your minerals from the Celtic salt and from the green leafy vegetables. Und das sind unsere Hauptmineralquellen. Einmal das keltische Salz und dann diese grünblättrigen Gemüsesorten. All your vegetables are high in minerals, but the dark green leafy are the highest. Die anderen Gemüsesorten enthalten auch Mineralien, relativ viele, aber am meisten eben die mit den dunklen grünen Blättern. Vegetables are high in minerals, high in fiber, low in sugars. Gemüse hat viele Mineralien, viele Ballaststoffe und wenig Zucker. Whereas fruit is high in fiber, high in sugars, but lower in minerals. Obst dagegen hat viel Zucker, hat auch viele Ballaststoffe, aber nur wenig Mineralien. So this shows the importance of us eating our vegetables, particularly our greens, every day. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir unser Gemüse essen und besonders das grüne Gemüse möglichst täglich. But one of the problems today is people are taking things that leach minerals out of the body. Aber ein Problem heute ist, dass die Menschen Substanzen zu sich nehmen, die Mineralien ihrem Körper entziehen. So that brings us to the next law, which is temperance. Und das führt uns zum nächsten Gesetz, und das ist die Mäßigkeit. And temperance, the dictionary definition, is not taking anything into the body that will harm it and taking in moderation the good things. Die Definition von Mäßigkeit ist, dass wir alles Schädliche komplett meiden und alles Gute im richtigen Maß zu uns nehmen. And so what things should not go into the body if you want to maintain the mineral balance in your body? Also, was sollten wir nicht in unseren Körper hineinnehmen, wenn wir die richtige Balance der Mineralien im Körper behalten wollen? One of the reasons why teeth decays is an acid saliva. Einer der Gründe, warum es zu Zahnverfall kommt, ist, wenn der Speichel sauer wird.
And whenever there's an acid condition in the body compensates by taking calcium out of the bones. Und immer wenn im Körper das Milieu zu sauer wird, dann muss der Körper das kompensieren und das macht er, indem er aus bestimmten Teilen Calcium zieht. So I'm going to make a list of some of these acid-forming foods that have the effect to leach calcium out. Ich möchte hier einige dieser Säure produzierenden Nahrungsmittel mal auflisten, die eben dazu führen, dass das Calcium herausgezogen wird aus dem Körper. Refined sugar is a pure acid. Raffinierter Zucker ist eine reine Säure. Caffeine, all your caffeine foods and drinks also have an acid effect on the body. Koffein, Kaffee und alle koffeinhaltigen Getränke haben auch eine saure Wirkung auf den Organismus. So this would be tea and coffee and Coca-Cola, chocolate, things like that. Solche Sachen wie Kaffee, Tee, Coca-Cola, Kakao. Also meat, it breaks down in the body and leaves a high sulfur waste. Fleisch genauso, wenn das aufgespalten und verwertet wird, dann entsteht Phosphor und das ist sauer. And that sulfur waste, Schwefel, Entschuldigung. sulfur is probably one of the most acidic minerals. Und Schwefel gehört wahrscheinlich zu den sauersten Mineralien. Aged cheese, those hard aged cheese also have an acid effect. Dann der Hartkäse hat auch eine saure Wirkung. Alcohol has a very acid effect, as does tobacco. Und genauso Alkohol und Tabak. So these high acid foods all have an effect to be leaching the calcium out of the body. Also alle diese sauer wirkenden Nahrungsmittel führen dazu, dass das Calcium aus dem Körper rausgelaugt wird. See, calcium is one of the most alkaline minerals, so it's constantly being pulled when there's an acid condition. Also Calcium wird da ständig rausgeholt, um den sauren Zustand auszugleichen, weil es eines der basischsten Mineralien ist. And you're starting to see why teeth deteriorate. Und jetzt können Sie schon langsam erkennen, warum das passiert, dass die Zähne dann verfallen. Not just mouth breathing, but also lack of sun and lack of vitamin D. Also es geht nicht nur um das Atmen durch den Mund, sondern auch zu wenig Sonnenschein, zu wenig Vitamin D. Lack of minerals through the salts and the vegetables. Zu wenig Mineralien werden aufgenommen durch Gemüse, durch Salz. And also people that eat a high acid diet. Und natürlich auch Menschen, die sich stark von diesen säurebildenden Nahrungsmitteln ernähren. Also added to this is the hybridized wheat of today. Und was auch in die Liste gehört, ist der Hybridweizen, der Zuchtweizen heutzutage. So vegetarians can also be creating an acid environment in their mouth. Also auch Vegetarier das kann dazu führen, dass man ein saures Milieu im Mund hat. And how a vegetarian can do this is to be eating a diet that is high in wheat. Und das passiert, wenn Sie zum Beispiel viel von diesem Weizen verzehren. So there's cereals and breads and pastas and cakes, etc., etc. Da kommt ja heute so viel vor im Müsli, in den Nudeln, in der Pizza, in den Kuchen und so weiter. So these are things that must stop if you want healthy teeth. Wenn man also gesunde Zähne möchte, muss man das meiden. And our teeth need us to sleep when we sleep. Und unsere Zähne brauchen tatsächlich auch Ruhe, wenn wir schlafen. Which is especially the early hours of the night and ideally 8 hours a night. Und zwar besonders die ersten Stunden in der Nacht und idealerweise 8 Stunden. And teeth need exercise. Die Zähne brauchen auch Bewegung. So how do teeth get exercise? Wie bekommen denn jetzt die Zähne Bewegung? One of the best things for teeth is crunchy food. Eines der besten Dinge für Zähne ist knackige Nahrung. That's why when teeth are developing in a little baby, toddler, Und deswegen, wenn bei einem kleinen Kind die Zähne sich entwickeln, the best first food is crunchy food. dann ist die beste erste Nahrung etwas, wo sie richtig drauf rumkauen können. And then the parent would say, but they have no teeth. Und dann sind die Eltern immer besorgt und sagen, aber sie haben doch noch keine Zähne.
So my response, if they have no teeth, they shouldn't be eating food. Shouldn't be eating food. Und dann sage ich den Eltern, naja, wenn sie noch keine Zähne haben, sollten sie auch nichts essen. That's why God created milk. Deswegen hat Gott ja die Milch geschaffen. Milk is for babies. Die Milch ist für Babys. And the food should not come until there are teeth to chew. Und eigentlich sollten sie gar keine andere Nahrung aufnehmen, bis sie die entsprechenden Zähne haben. Now it is well known in nutritional circles that breast milk is the best. Nun, es ist unter Ernährungsexperten eine bekannte Tatsache, dass die Brustmilch, die Muttermilch am besten ist. Not only because it's perfectly designed for the baby at every stage in their life. Nicht nur, weil sie perfekt abgestimmt ist auf die Bedürfnisse des Babys in jedem Alter, It also causes a release of mothering hormones. Sondern es sorgt auch für eine Ausschüttung von mütterlichen Hormonen. But that baby has to work hard to suck the milk out of the breast. Und das Baby muss sich auch richtig anstrengen, um die Milch aus der Brust herauszusaugen. You watch that little baby sucking and the jaw is working hard. You can't see the tongue and the roof of the mouth, but they're all working hard. Wenn man zuschaut, wie so ein Baby saugt, dann merkt man hier, die Muskeln sind richtig angestrengt. Man kann zwar nicht in den Mund hineingucken, aber auch die Zunge und der Gaumen sind mit involviert dabei. And that's all very important for the development of the gums, the tongue and the roof of the mouth. Und das ist alles sehr wichtig für die Entwicklung der Zunge und des Zahnfleisches und auch des Gaumens. Now, if a mother is unable to breastfeed her baby, she should have a teat, a rubber teat that only has small holes so that that baby's mouth works hard. Wenn jetzt eine Mutter nicht stillen kann aus irgendeinem Grund, dann muss sie eine Flasche nehmen, aber sie sollte darauf achten, dass die Flaschenöffnung vorne ganz klein ist, ein ganz kleines Löchlein, damit das Baby sich anstrengen muss. I've known mothers who were unable to breastfeed the baby at first, and they gave the baby bottle at first. Ich weiß von Müttern, die waren in den ersten Tagen nicht fähig zu stillen und dann haben sie ihnen erstmal ihrem Kind die Flasche gegeben. And then after a few weeks they were now able to breastfeed their babies. Und nach einigen Wochen, wo sie jetzt in der Lage waren, dann ihr Baby selbst zu stillen, And the babies are not happy because it's so much easier to get milk from the bottle. da waren die Kinder erstmal, die Babys gar nicht glücklich, weil es viel einfacher war, die Milch aus der Flasche zu saugen. And it can take a little time, but the mother can train her baby back into breastfeeding. Das kann ein bisschen dauern, bis sich das Kind daran gewöhnt hat, aber die Mutter kann das wieder trainieren, so dass es dann auch die Brust nimmt. And I experienced this with my first baby when I was unable to feed her for 5 weeks because I had hepatitis. Und ich habe diese Erfahrung selbst gemacht bei meinem ersten Kind, als ich 5 Wochen lang es nicht stillen konnte, weil ich Hepatitis hatte. And it took a couple of weeks to train my baby back into being able to breastfeed. Und es hat einige Wochen lang gedauert, bis mein Baby wieder so weit war, dass es ohne Probleme ich das stillen konnte. And when the baby can sit, when the baby has a few teeth, when the baby can feed themselves, now they can be given a piece of cucumber or a piece of celery. Und wenn das Baby so alt ist, dass es sich hinsetzen kann und dass es genug Zähne hat und dass es greifen kann, dann kann man ihm zum Beispiel ein Stück Gurke geben und es kann selber darauf herumbeißen. It's teaching that little one to chew, and they don't get much, but that's all right because they're still milk-fed. Vielleicht bekommen Sie da nicht sehr viel klein, Sie schlucken davon gar nicht so viel runter, aber das ist überhaupt kein Problem. Sie üben das einfach und Sie sollten nach wie vor auch gestillt werden. There are some dentists that are claiming that the teeth aren't developing properly because babies today so often are just given soft food. Es gibt einige Zahnärzte, die sagen, dass bei vielen Kindern sich das Gebiss nicht gut entwickelt, weil die Babys, die kleinen Kinder, einfach zu viel weiche Nahrung erhalten. That's why if it's not quite dinner time and the little 2 or 3 or 4 or 5-year-old says they're hungry, give them a carrot. Also deswegen, wenn ein 2-, 3- oder 4-, 5-jähriges Kind zu euch kommt und sagt, sie sind hungrig, dann gebt ihnen eine Karotte. Or if it's breakfast time, give them an apple.
mittags eine Karotte oder wenn es morgens ist zur Frühstückszeit, bekommen sie einen Apfel. Don't peel it, don't cut it up, just give them the apple. Und zwar nicht schälen und nicht in kleine Stückchen schneiden, einfach den Apfel. And if they're hungry, they'll work out a way to get in. Und wenn sie Hunger haben, dann werden sie sich schon irgendwie da durchbeißen. And it's very, very good for their teeth. Und das tut ihren Zähnen wirklich sehr, sehr gut. But not just their teeth, but also the roof of their mouth and also their tongue and also their jaw. Und es geht aber nicht nur um die Zähne, sondern es geht auch um den Gaumen, es geht um die Zunge und auch um die Kiefergelenke. But also us as adults, we need the crunchy food. Aber nicht nur Kinder, sondern auch wir Erwachsene brauchen feste Nahrung. A great starter to a meal can be a bowl of maybe avocado dip. Eine gute Möglichkeit, eine Mahlzeit zu beginnen, kann zum Beispiel eine Schüssel mit Avocado-Dip sein. Carrot sticks, celery sticks, snow peas, all sorts of little cut-up raw vegetables. Und dann habt ihr alle möglichen Sorten von rohem Gemüse aufgeschnitten, kleine Sticks aus Mohrrüben, Gurken und so weiter. It's a great way to get children to eat more raw, more crunchy, while you're getting the softer potatoes ready. Und das ist eine hervorragende Möglichkeit, dass man die Kinder daran gewöhnt, dass sie einfach mehr Rohkost essen, mehr feste Nahrung, wo sie beißen müssen. Und dann kommen später die gekochten Kartoffeln. So make sure your teeth get exercised every day with crunchy food. Also achtet darauf, dass ihr euren Zähnen jeden Tag was zu tun gebt mit fester Nahrung. And remember, it's not just your teeth, it's your gums, it's your tongue, it's the whole area. Und denkt mir daran, es geht nicht nur um die Zähne, es geht um die Zunge, um das Zahnfleisch, das ganze Gebiet hier. When we exercise our body, wenn wir unseren Körper in Bewegung bringen, we strengthen our muscles, but not only our muscles, our bones. Dann stärken wir unsere Muskeln, aber nicht nur das, sondern auch die Knochen. The blood supply to the bone is not great. Die Blutversorgung der Knochen ist nicht so üppig, reich. And the blood supply to the teeth is not great. Und auch die Blutversorgung der Zähne ist jetzt nicht so in Mengen. But around the bones we've got muscles and ligaments and tendons, and the blood rushes into those areas which nourishes the bone. Aber unsere Knochen sind umgeben von Muskeln und Ligamenten und Sehnen und die sind gut durchblutet und davon wird auch unser Knochen ernährt. And it's the same with the teeth. They're nourished by the gums around it and the saliva that they're bathed in. Und genauso mit den Zähnen. Sie werden davon ernährt, von dem Zahnfleisch, das sie umgibt und auch dem Speichel. So exercising the whole body every day through exercise bikes or running or walking is important also for the teeth. Also wenn wir für unseren körperlichen Sport sorgen, Fahrrad fahren, Heimtrainer oder laufen oder spazieren gehen, das ist auch für die Zähne wichtig für ihre Versorgung. So we come now to proper diet. Jetzt kommen wir zum Thema Ernährung. And the three essential food groups Und da haben wir diese 3 essentiellen Nahrungsmittelgruppen. are fiber, Einmal Faserstoffe. and we just talked about fiber, exercising the teeth and the gums. Wir haben ja gerade über Faserstoffe gesprochen, dass sie ein gutes Training sind für die Zähne und das Zahnfleisch. And also in fiber, in especially your vegetables, is where you'll get a lovely balance of all your minerals. Und auch Faserstoffe, und zwar besonders beim Gemüse, bekommt man eben diese wunderbar ausgewogenen Mineralienzusammensetzung. Protein is also important for the building blocks. Eiweiß ist auch ganz wichtig, ist ein Grundbaustein. And the building blocks of the teeth not only need minerals, but also need protein. Und nicht nur die Bausteine für die Zähne. Say again, I didn't get. The building blocks for the teeth need protein. Ja. Also auch die Bausteine für die Zähne brauchen Eiweiß. And the best burning fuel regarding protein is found in your legumes, nuts and seeds. Und der beste Treibstoff dafür, der beste Rohstoff, den findet man eben in Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen. And here are 2 great
crunchy foods, nuts and seeds. Es sind die besten Proteinquellen und gleichzeitig auch knackige Nahrungsmittel, wo man zubeißen muss. The third essential food group is fat. Die dritte essentielle Nahrungsgruppe sind Fette. Again, found in your nuts and your seeds, your avocados, Die befinden sich vor allem in den Nüssen, Samen, Avocado olive oil and coconut oil. oder Olivenöl, Kokosöl. They're the three essential food groups that are necessary for the fluid that feeds the teeth from the inside. Das sind drei essentielle Nahrungsmittelgruppen. Sie sind notwendig für die Flüssigkeit innen im Zahn, zur Ernährung. Also to supply the nourishment in the saliva that feeds the teeth from the outside. Aber natürlich auch für die Speichelzusammensetzung, der die Zähne von außen ernährt. And so proper diet is essential for strong teeth. Also um gesunde Zähne zu haben, müssen wir auf eine gute Ernährung achten. Use of water. Dann Wasser. For our saliva to be the right pH, we need to be drinking 8 glasses of water a day. Damit unser Speichel den richtigen pH-Wert hat, brauchen wir mindestens 8 Gläser Wasser pro Tag. When we don't drink enough water, the saliva tends to acidic. Wenn wir nicht genug trinken, dann wird der Speichel schnell sauer. And acidic saliva has more a tendency to damage the teeth. Und saurer Speichel neigt mehr dazu, die Zähne zu beschädigen. So the water is required for the saliva that bathes the teeth and also the fluid from the inside. Also Wasser ist nötig für einen guten Speichel, aber genauso für die Flüssigkeit, die die Zähne von innen ernährt. So at least 8 glasses of water a day is necessary for that. Also täglich mindestens 8 Gläser Wasser. The Bible has a beautiful selection in the Proverbs. Die Bibel enthält wunderbar ausgewählte Weisheiten in den Sprüchen. And there's a lovely verse that links trust in divine power with strength of the bones. Und es gibt einen schönen Vers, der verbindet das Vertrauen in die Macht Gottes mit starken Knochen. And it's found in Proverbs chapter 3, 5 to 8. Und wir finden das in Sprüche 3, Vers 5 bis 8. Where the Bible says, trust in the Lord with all thine heart and lean not on your own understanding. Und da sagt die Bibel, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. In all your ways acknowledge him and he will direct your path. In allen deinen Wegen erkenne nur ihn und er wird deine Schritte leiten. Be not wise in your own eyes, fear the Lord, depart from evil. Sei nicht weise in deinen eigenen Augen, fürchte Gott und weiche vom Bösen. It shall be strength to thy navel and marrow to thy bones. Das wird Stärke sein für deine Nabel und Fettigkeit für deine Knochen. And of course the marrow of the bones is the very core of the bones. Und diese Fettigkeit oder das Mark, das ist der Kern, ist das Innerste vom Knochen. So a verse showing the importance of trusting in God for teeth health. Also, das ist ein Vers, der zeigt, wie wichtig das Gottvertrauen ist für die Gesundheit unserer Zähne. I'd like to now take you through a few ways that you can maintain strong teeth. Ich möchte Ihnen jetzt einige Möglichkeiten zeigen, wie Sie für gesunde, starke Zähne sorgen können. Now we have looked at how those laws of health can guarantee strong teeth. Wir haben uns jetzt gerade angeschaut, wie sich diese 8 Gesundheitsgesetze, wie die mit der Zahngesundheit zusammenhängen. And now I'd like to look at some extra maintenance. Und jetzt möchte ich noch einige extra Möglichkeiten der Pflege aufzeigen. And one is oil pulling. Eine davon ist das Ölziehen. Oil pulling is, well, it has been known for centuries through Asia. Ölziehen ist schon seit Jahrhunderten in Asien bekannt. And oil pulling is putting a spoonful of coconut oil in your mouth. Man nimmt dabei einen Esslöffel Kokosöl in den Mund And then swishing it around. und dann zieht man es durch die Zähne. You might swish for 10 seconds, rest for 10 seconds, swish for 10 seconds, rest for 10 seconds, and do it like this for 10 minutes. Man kann das 10 Minuten lang machen und zwar wechselt man immer ab. 10 Sekunden zieht man es durch die Zähne
und 10 Minuten Pause und dann wieder ziehen und dann wieder Pause. Now, the reason why it's called oil pulling Der Grund, warum es Ölziehen heißt, is it pulls waste out of your tongue. ist, dass es die Abfallstoffe aus der Zunge zieht. It pulls waste out of the glands and the blood vessels under your tongue. Und auch aus den Abfallstoffen aus den Drüsen und den Blutgefäßen unter der Zunge. And when you've pulled that waste into the oil, after 10 minutes, then you release it out. Und wenn das 10 Minuten lang geschehen ist und das Öl hat die Abfallstoffe gesammelt, dann spuckt man das aus. Now, you don't release it into the sink, or the coconut oil will go hard in the plumbing and block up your plumbing. Man sollte das allerdings nicht in das Waschbecken, in den Abfluss machen, denn wenn das Kokosöl kalt wird, wird es hart und verstopft. So you can release it on the grass or in the garden or into the rubbish bin. Also macht man das im Garten, auf den Rasen oder in den Mülleimer. And because it's pulled waste into itself, you also rinse your mouth a couple of times with water. Und weil natürlich das Öl auch die Abfallstoffe dann konzentriert enthält, spült man sich danach auch einige Male mit Wasser den Mund aus. It's a very simple way to help your body detox. Und das ist eine ganz einfache Methode, seinem Körper zu helfen, zu entgiften. Now, what we find is it also seems to pull from the sinuses. Was wir feststellen, ist es, dass anscheinend auch hier von den von den Kieferhöhlen, Because people have told me that they've oil pulled, and when they've finished, they've blown their nose a few times. dass es eben dort auch die Abfallstoffe rauszieht und das anregt, weil Leute haben mir gesagt, sie haben Ölziehen gemacht und danach mussten sie einige Mal ihre Nase putzen. And people have also told me when they've got congested chest, after they've oil pulled, they will cough up a lump or two. Und andere Leute haben mir auch gesagt, die mit Husten zu tun haben oder mit Schleim in den Bronchien, dass sie nach dem Ölziehen einige Mal husten und auswerfen mussten. Now this, yes, can come from the lungs, but there are also the tonsils in the throat. Das kann von den Lungen natürlich mit den Lungen zusammenkommen, aber wir haben im Rachen auch die Mandeln. And the tonsils are the only part of the lymphatic system that throws waste straight out. Und die Mandeln sind der einzige Teil vom Lymphsystem, das Abfallstoffe direkt abwirft. Some people are concerned when they cough up a lump or two, but I say don't be concerned. Where was it before you coughed it up? Manche Leute machen sich Sorgen, wenn da auf einmal so ein kleines Kügelchen vielleicht ausgeworfen wird beim Husten. Aber ich sage Ihnen dann, machen Sie sich keine Sorgen. Ist doch gut, dass es jetzt nicht mehr drin ist. Better out than in. Besser draußen als immer noch in Ihrem Körper. And we live in a living machinery that gives off waste. And these are some of the ways the body gives off the waste. Und wir leben in es ist eine lebendige Maschine, unser Körper, und sie gibt Abfallstoffe ab. Und das ist einer der Wege, einer der Kanäle. I wanted to tell you about those benefits of oil pulling, but I want to specifically talk about the teeth and the gums now. Ich möchte jetzt speziell, es gibt viel große Vorteile von diesem Ölziehen. Ich möchte aber speziell mich auf Zähne und Zahnfleisch beziehen. Now, some people have complained of infected gums, bleeding gums, receding gums. Einige Leute haben sich beklagt, dass sie Zahnfleischentzündungen haben oder bluten oder dass das Zahnfleisch zurückgeht. But I believe all the things we've talked about this evening will prevent that happening. Aber ich glaube, alles, was wir heute Abend schon besprochen haben, kann dem auch vorbeugen. But if it is something that is there, oil pulling can help to heal the gums. Aber wenn Sie das Leiden schon haben, dann kann Ölziehen helfen, das Zahnfleisch zu heilen. One lady told me that she had infected gums called gingivitis. Eine Dame sagte mir, sie hatte ein Zahnleiden vom Zahnfleisch, das nennt man Gingivitis. And the dentist advised she take antibiotics. Und dann hat der Zahnarzt ihr geraten, nehmen Sie Antibiotika. And she asked for my advice. Und dann hat sie mich um Rat gebeten. I said to her, I wouldn't take the antibiotics. I would oil pull 3 times a day.
Ich habe ihr gesagt, ich würde die Antibiotika nicht nehmen, ich würde 3-mal täglich Öl ziehen. And she oil pulled 3 times a day. Und sie hat es gemacht. And I also advised she be mindful of implementing the laws of health. Und ich habe ihr auch geraten, dass sie die Gesundheitsgesetze umsetzt. Because remember, they're the true remedies. Denn denken wir daran, das sind die wahren Heilmittel. And she emailed me a week later and said her gums were totally healed. Eine Woche später bekam ich eine E-Mail von ihr und sie sagte mir, mein Zahnfleisch ist völlig gesund. She said, "What should I do now?" Und dann fragte sie mich, was soll ich jetzt machen? I said, "Be mindful of implementing these laws of health and oil pull maybe just once a day." Ich sagte, achten Sie weiter auf diese Gesundheitsgesetze und machen Sie mit dem Ölziehen vielleicht einmal täglich weiter. One of the beauties of the coconut oil Einer der Vorteile von Kokosöl is when it connects with the bacteria in your mouth, it becomes antibacterial. ist, dass wenn es in Berührung kommt mit den Bakterien in Ihrem Mund, dann entsteht eine antibakterielle Wirkung. So it has the ability to kill off any harmful pathogens that may be in your mouth. Und es hat dann die Fähigkeit, mögliche Krankheitserreger im Mund abzutöten. One of the main causes of tooth decay, Einer der Hauptgründe für Zahnverfall, and as you've just seen, it could be a breaking of all the things we've talked about. und Sie haben schon gesehen, es kann natürlich mit allen diesen Gesetzen zusammenhängen, die wir besprochen haben. But it is often food caught in between the teeth. Aber ein häufiger Grund sind Essensreste zwischen den Zähnen. So if you are unable to brush your teeth after every meal, Wenn es jetzt Umstände halber nicht möglich ist, nach jeder Mahlzeit die Zähne zu putzen, you can at least rinse your mouth several times after a meal. dann können Sie zumindest mehrmals den Mund mit Wasser spülen danach. And also dental floss is great at getting those bits out of between your teeth. Und auch Zahnseide ist eine super Sache, um die Nahrungsmittelreste zu entfernen. You see, when the food gets stuck there, it's a very warm environment and it starts to rot. Denn wenn da Nahrungsmittelreste feststecken zwischen den Zähnen, es ist ja schön warm und feucht, und dann fängt es an zu verderben. And then bacteria starts to break it down. Dann kommen die Bakterien, um das abzubauen. And that bacteria can start to break down the dentine covering the teeth. Aber die Bakterien können dann eben auch den Zahn eingreifen. And if the person is drinking sugary drinks Und wenn dann jemand noch Zuckerhaltiges trinkt and maybe eating candies or lollies, oder vielleicht Bonbons isst oder ein Lutscher, then that sugar feeds the bacteria in the mouth, dann ernährt dieser Zucker die Bakterien im Mund and that compounds the problem. und das macht das Problem schlimmer. And this is how sugar is so detrimental to teeth. Und deswegen ist der Zucker so schädlich für Zähne. It weakens from the inside by leaching the minerals, especially the calcium. Er schwächt den Körper von innen, indem er die Mineralien rauszieht, besonders das Calcium. And it also harms the teeth on the outside by feeding the bacteria. Aber es schädigt die Zähne auch von außen, indem es Nahrung für die Bakterien ist. Because I knew of the dangers of sugar, Weil ich wusste, wie gefährlich Zucker ist, I didn't give my children any sugar. habe ich meinen Kindern überhaupt keinen Zucker gegeben. I fed them very well. Ich habe sie sehr gut ernährt. Our meals were always high fiber, generous proteins and great fats. Unsere Mahlzeiten hatten immer viele Faserstoffe und reichlich Protein und Fett. And about twice a week I would make a dessert. Und etwa 2-mal in der Woche gab es einen Nachtisch. And that might be something like apple pie or apple strudel. Und das war dann vielleicht ein Apfelkuchen oder Apfelstrudel. And I would use dried fruit for sweetening or sometimes a little honey or maple syrup. Und zum Süßen habe ich Trockenfrüchte benutzt oder manchmal ein bisschen Honig oder Ahornsirup. And I found that my children never ask for sweet things. They never ask for the lollies or the candies. Und ich habe festgestellt, dass meine Kinder nie darum gebeten haben, um Süßigkeiten, Lollis, Bonbons. And it was probably December one year when we were shopping. One year before? At one situation we were shopping in December.
Und es war wahrscheinlich im Dezember, in einem Dezember, wo wir einmal unterwegs waren, einkaufen. And I think my youngest was 4 and my oldest was about 15. Ich glaube, mein jüngstes Kind war etwa 4, mein ältester 15. And Santa Claus was there with helpers handing out candies or lollies to children. Und da war eben ein Weihnachtsmann und er hatte einige Helfer und er hat den Kindern Süßigkeiten, Lutscher verteilt. And of course they thought they had a gold mine when 6 children suddenly appeared. Und sie haben natürlich gedacht, wow, da kommen 6 Kinder auf uns zu, das wird gut. And so they offered the children the lollies. Und dann haben sie ihnen die Lutscher hingehalten. And my children all shook their head. They said no. Und meine Kinder haben alle den Kopf geschüttelt und abgelehnt. And the people looked at me puzzled. Why won't the children take lollies? Und die Leute sahen mich ganz verwirrt an. Warum nehmen ihre Kinder nichts Süßes? I said, they're allergic. Ich habe ihnen gesagt, sie sind allergisch. The fact is, every child is allergic. Aber Tatsache ist, jedes Kind ist eigentlich allergisch gegen Süßigkeiten. Every human being is allergic because refined sugar is a toxic poison. Jeder Mensch ist allergisch, denn raffinierter Zucker ist tatsächlich ein Gift. Anyway, my children came away giggling to themselves. Und meine Kinder sind vorbeigegangen und dann haben sie sich gegenseitig zugekichert. Because my children were so well fed, they had no desire for anything else. Weil meine Kinder so gut ernährt waren, hatten sie gar kein Verlangen nach etwas anderem. My children ate very well because I did not feed them between meals. Meine Kinder haben immer sehr gut gegessen zu den Mahlzeiten, weil sie zwischendurch nichts bekommen haben. And so I decided to take my children to the dentist. Und dann habe ich irgendwann mir gedacht, ich nehme meine Kinder mit zum Zahnarzt. I think the youngest was 5, the eldest was 16. Ich denke, die Jüngste war 5, der Älteste 16. And the dentist was astonished at the children's teeth. Und der Zahnarzt war sehr erstaunt über die Zähne der Kinder. They were strong, they were in alignment, and there was no decay. Sie waren sehr stark, sie waren schön ausgerichtet und es gab keine Anzeichen von Verfall. The dentist said there was one child that had a little bit of decay, but the tooth was so strong it had stopped it. Der Zahnarzt sagte, es war ein einziges Kind, da gab es eine kleine Stelle mit Verfall, aber der Zahn war trotzdem so stark, dass er das einfach von selbst aufgehalten hat. She said it was the way the teeth were, the food would get caught in it. Sehr gerne. That's the way the teeth were, the food, Okay. bits of food would get caught. Und die Zahnärztin sagte, das war eben so eine Stelle, wo sich ganz leicht die Nahrung verfängt. So she encouraged to be mindful to always floss that section. Und sie hat uns dann ermutigt, dass wir diese Stelle immer mit Zahnseide behandeln. And my children didn't drink cow's milk. Meine Kinder haben nie Kuhmilch getrunken. And we are told that children must have cow's milk for strong teeth. Aber uns wird auch immer gesagt, dass die Kinder viel Milch trinken sollen, damit die Zähne gut sind. But it's actually not true. Aber das stimmt gar nicht. You see, cows have 4 stomachs, and it takes 4 stomachs to get the calcium out of the milk. Die Kühe haben 4 Mägen und das hat seinen Grund. Nur 4 Mägen können das Kalzium aus dieser Sorte Milch herausziehen. And we don't have 4 stomachs, we have 1 stomach. Aber wir haben nur einen Magen. And let me show you the calcium in cow's milk. Ich möchte Ihnen zeigen, wie das mit dem Kalzium in der Kuhmilch ist. So this is a glass of cow's milk. Das ist jetzt ein Glas Kuhmilch. And it's very high in protein. Da ist sehr viel Protein drin. But animal protein is 58% fuel, and that's a 42% waste. Aber tierisches Protein besteht zu 58% aus Brennstoff, aber 42% Abfallstoff. And it's a sulfur waste, which is very acidic. Und zwar Schwefelabfall und das ist sehr sauer. And so, because it's so acidic, the calcium in the cow's milk is used to negate that sulfur residue. Und weil es eben so sauer wirkt, braucht man das ganze Kalzium in der Milch, um das zu neutralisieren. So this leaves this much calcium for our body. Das heißt, es bleibt dann 0 Kalzium für unseren Körper übrig.
And so the countries in this world with the highest incidence of osteoporosis Also die Länder in unserer Welt, wo die höchste Osteoporoserate ist, are the highest dairy consumers. die verbrauchen am meisten Milchprodukte. And I saw this in my own children. Und ich habe es bei meinen eigenen Kindern gesehen. You see, bones aren't made of calcium, they're made of all of those minerals. Denn die Knochen sind nicht aus Calcium, bestehen nicht aus Calcium, sondern aus diesen ganz vielen Mineralien. So the cow's milk will not give the calcium. Also aus Kuhmilch kann man kein Calcium nehmen. I breastfed my babies for about 2 years, the last one 3 years. Ich habe meine Kinder etwa 2 Jahre jeweils gestillt, das letzte sogar 3 Jahre. So after they'd weaned, I gave them no milk. They just had food. Und nach dem Abstillen haben sie gar keine Milch mehr bekommen, sondern einfach normale Nahrung. You see, milk is for babies. Milch ist eben nur für Babys, Kleinkinder. And when the teeth come through, then they eat food. Und sobald die Zähne da sind, essen sie normale Nahrung. Notice that the biggest boned creatures on the planet eat grass for their calcium. Beachten wir doch, dass die größten und stärksten Tiere auf unserem Planeten Gras essen und da kriegen sie ihr Calcium her. So look at the elephant bone and the giraffe and the cow and the orangutan. They all are vegetarian animals. Schauen wir uns doch eine Giraffe an oder einen Elefanten oder einen Orang-Utan mit ihren starken Knochen. Sie ernähren sich alle pflanzlich. It's a misconception that we need milk Also or strong bones. das ist einfach eine falsche Vorstellung, dass man für starke Knochen Milch bräuchte. Now, there are a few dentistry habits that are done today that are dangerous for teeth. Es gibt einige Dinge, die gebräuchlich sind in einer Zahnarztpraxis, was Zahnärzte machen, die für unsere Zähne eine Gefahr darstellen. And there are a few dentists today saying that the worst thing you can do for crooked teeth is braces. Und es gibt einige Zahnärzte heute, die sagen, das Schlimmste, was man sich antun kann, wenn die Zähne in Fehlstellung sind, dass man eine Klammer einsetzt. There's something more gentle, much less harmful and painful, and that is the Invisalign. Es gibt etwas, was viel sanfter funktioniert und viel weniger Schmerzen und Schäden verursacht. Und das ist, what's it called? They're like little mouth guards. Invisalign, it's called. Es heißt Invisalign. Invisalign. Ja. And these are like mouth guards. Guts. Guard, like a silicone guard they put over their teeth. Ah, okay. Und das ist anscheinend so eine Art Abdruck, den man dann auf die Zähne aufschiebt. And one young man, and he's in his 30s, he had crooked teeth. Und ein junger Mann, der war in den 30er Jahren, er hatte schiefe Zähne. And every 2 weeks they changed the mouth guard. Und alle paar Wochen hat er eben so eine neue Bissschiene sozusagen bekommen. Ja? And he wears it all night and all day and just takes it out when he eats. Und er trägt das Tag und Nacht und nimmt es nur zum Essen raus. And within 1 month, his teeth were starting to be in line. Und es dauerte nur einen Monat, da fingen die Zähne an, sich auszurichten. But when someone has decay, Aber wenn jemand Karies hat, Zahnverfall, traditionally dentists have drilled it out and put mercury fillings in. dann haben traditionell die Zahnärzte das ausgebohrt und dann mit einer Quecksilberamalgamfüllung. But mercury is a neurotoxin. Aber Quecksilber ist ein Nervengift. It kills brain cells. Es tötet Gehirnzellen. It should never be in the mouth. Und wir sollten so etwas niemals im Mund haben. And it doesn't even look nice, it's silver. Und es sieht nicht mal hübsch aus, denn es ist Silber. So most dentists today are using white fillings. Heutzutage benutzen die meisten Zahnärzte weiße Füllungen. They are not neurotoxic and they look much better. Sie sind nicht neurotoxisch und sie sehen auch viel besser aus. There's another practice that's becoming popular and that's root canal fillings. Es gibt eine andere Praxis, die sehr oft gemacht wird und das sind Zahnwurzelbehandlungen. Root canal fillings are very dangerous.
Aber diese Wurzelbehandlungen sind sehr gefährlich. And let me show you why. This is the jaw, Ich möchte Ihnen zeigen, warum. Das ist der Kiefer. and this is the tooth, Hier ist ein Zahn. and there's a little ligament called the periodontal ligament that links these together. Und da ist ein kleines Ligament. Man nennt es periodentales Ligament. Und das verbindet den Zahn mit dem Kiefer. Now, when the nerve dies in the tooth, Wenn jetzt ein Zahn abstirbt, das heißt der Nerv stirbt, and that could be because of maybe damage or decay, und der Grund dafür könnte sein, dass der Zahn beschädigt ist oder dass er eben zerfressen wird, kariös ist. many years ago the tooth was just taken out. Vor vielen Jahren hat man so einen Zahn einfach entfernt. But today some dentists are doing root canal fillings. Aber heutzutage machen viele Zahnärzte eine Wurzelbehandlung und die Kanäle werden gefüllt. This is where the nerve is taken out, Dann wird also der Nerv herausgenommen and then that is cleaned with a strong bleach. und dann wird das mit einem starken Bleichmittel sozusagen gereinigt. And then it's filled in, Dann wird das gefüllt and now that is a dead tooth. und jetzt ist das aber ein toter Zahn. And it's almost impossible for me to draw it, but it's like the tooth is like honeycomb shape. Und ich kann das eigentlich schlecht anzeichnen, aber die Struktur des Zahnes sieht aus wie kleine Honigwaben. And because it's dead, it's not being nourished by nerve or by lymph or blood. Und weil es tot ist, wird es weder vom Nerv ernährt noch von dieser Lymphflüssigkeit. And because it's warm and moist, pathogens can live in there, harmful bacteria. Aber weil es warm und feucht ist, können dort Krankheitserreger, schädliche Bakterien leben. So it's not uncommon for an abscess to develop around the bottom of the tooth. Es passiert also nicht selten, dass dann sich unten am Zahn ein Abszess entwickelt, Because the body tries to get rid of dead things. weil der Körper einfach versucht, dieses tote Material loszuwerden. But because the nerve has gone, the person can't feel the abscess behind it. Aber weil der Zahn keinen Nerv mehr hat, fühlt diese Person das nicht. As one lady told me, her root canal filling was hurting, Eine Dame sagte mir, sie hatte dort eine Wurzelfüllung und hatte Schmerzen an dem Zahn. and so she kept taking painkillers. Dann hat sie immer Schmerzmittel genommen. But then it got so painful that the painkiller did not help. Aber dann wurde der Schmerz so schlimm, dass das Medikament nicht mehr half. And so she went to the dentist, Sie ging zum Zahnarzt and the dentist discovered that both the tooth and the tooth next to it were all infected. und der Zahnarzt stellte fest, dass dieser Zahn drumherum und auch der Nachbarzahn komplett entzündet waren. There was like a whole storm there. The whole? Storm. It was all Aha, infected. also ja, es war wie von einem Sturm umgeben. And so the dentist took both teeth out. Und dann hat der Zahnarzt beide Zähne rausgezogen. 6 months later, she had pain in her jaw. 6 Monate später bekam sie Kieferprobleme. The doctor sent her to the oncologist. She had cancer in her jaw. Der Arzt sandte sie zu einem Onkologen und er stellte fest, ihr Kiefer war von Krebs befallen. So this had all been infected. Und alles durch diese Infektion. And so the doctor took out the whole jaw, this area here. He cut that out. Und dann musste dieser gesamte Kieferbereich rausgesägt werden. He said she had cancer in the jaw. Er sagte, in ihrem Kiefer war Krebs. And I said, aha, that is why. Und ich sagte, aha, das ist die Ursache. She said to me, do you think that's connected? Und dann fragte sie mich, sehen Sie da einen Zusammenhang? Our whole body is connected. Ja, unser ganzer Körper ist ein Zusammenhang, hängt zusammen. I have a book at home called Root Canal Cover-Up. Ich habe zu Hause ein Buch, das heißt Wurzelkanalvertuschung. And it's written by the head of the Orthodontic Association. Und er ist geschrieben von dem Leiter einer zahnmedizinischen Vereinigung.
And he's basically saying that this is a very dangerous procedure. Und im Grunde sagt er, dass diese Art der Behandlung sehr gefährlich ist. So root canals are not safe. Also Wurzelbehandlungen sind keine sichere Sache. One young man said his root canal filling was getting discolored. Ein junger Mann sagte mir, sein Wurzelkanal behandelter Zahn, der hat sich verfärbt. I said to him, I would have it taken out as soon as possible. Ich sagte zu ihm, lassen Sie ihn so schnell wie möglich rausziehen. Because you see, when that gets infected, the ligament gets infected, the bone starts to get infected. Denn Sie sehen, wenn dort eine Entzündung im Zahn entsteht, dann geht das in das Ligament über und durch das Ligament auch in den Knochen hinein. But something else is happening. That blood goes through the whole body and the lymphatic system goes through the whole body and they're getting infected. Und da passiert aber noch mehr, weil da auch Lymph- und Blutbahnen durchgehen, die ja durch den ganzen Körper transportieren. Das heißt, der Körper wird jetzt auch davon betroffen. This young man was only 28 when he had the root canal taken out. Dieser junge Mann war erst 28, als ihm das rausgenommen wurde. He said to me it was very embarrassing because when they took it out, the smell was very bad. Und er sagte, es war eine ziemlich peinliche Sache, denn als sie ihn dann rausgenommen hatten, war das ein furchtbarer Geruch. So what can you do if you've got a root canal filling? Also was kann man jetzt machen, wenn man einen wurzelbehandelten Zahn hat? I can't tell you what to do, but I can tell you what I would do. Ich kann Ihnen nicht sagen, was Sie tun müssen, aber ich kann Ihnen sagen, was ich tun würde. I would have it removed. Ich würde ihn rausnehmen lassen. And I would ask the dentist to make sure he also takes that periodontal ligament underneath. Und ich würde den Zahnarzt bitten, dass er darauf achtet, dass auch das Ligament unter der Zahnwurzel mit entfernt wird. And I have a friend who is a dentist in Harley Street, London. Und ich habe einen Freund, der ist Zahnarzt in London, in Harley Street. In his practice, he removes root canal fillings and he removes and replaces mercury fillings. In seiner Praxis zieht er wurzelbehandelte Zähne und er ersetzt auch Amalgamfüllungen. And he said, what we do now is we do ceramic implants. Und was er mir sagte, dass wir jetzt Keramikimplantate benutzen. So once this has all healed, when the root canal filling has been taken out and the bone has all healed, Also wenn es soweit ist, der wurzelbehandelte Zahn wurde entfernt und alles ist wieder gut abgeheilt. he said they put a ceramic implant into the jaw. Dann wird da ein keramisches Implantat eingeschraubt And then they put a tooth on top. und dann ein Zahn oben rauf gesetzt. And he said that they are having a lot of success with that. Und er sagt, es ist eine ziemlich erfolgreiche Behandlung. So ideally, we keep these laws, Idealerweise halten wir uns an diese Gesetze, which most people don't realize directly affect the quality of our teeth. und vielen Leuten ist gar nicht klar, wie viel Einfluss diese 8 Gesetze auf die Qualität unserer Zähne haben. We oil pull every morning. Wir ziehen Öl jeden Morgen, We rinse and floss our teeth after every meal. nach jeder Mahlzeit den Mund ausspülen und Zahnseide gebrauchen. And in that way, we can keep our teeth well. Und auf diese Weise können wir unsere Zähne gesund erhalten. And we don't have to consider the very expensive procedures that I have discussed. Und wir müssen dann nicht darüber nachdenken, diese doch sehr teuren Alternativen in Anspruch zu nehmen, die ich Ihnen hier auch dargestellt habe. I trust you have received some information tonight Ich hoffe, dass Sie gute Informationen heute Abend mitnehmen können that shows you how to value and protect your teeth. und dass Sie jetzt wissen, wie Sie Ihre Zähne wertschätzen und schützen können. Because when teeth are unhappy, it's not a very pleasant experience. Denn wenn die Zähne unglücklich sind, das ist keine sehr schöne Erfahrung. Thank you. Vielen Dank.